Heute geht es um eine Transformation. Genauer gesagt um die Transformation einer Einlinienorganisation. Was das ist und warum das notwendig sein kann, erkläre ich dir jetzt. Die Einlinienorganisation, auch als Linienorganisation bekannt, ist eine traditionelle Organisationsstruktur, bei der jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter genau einer übergeordneten Instanz unterstellt ist. Das bedeutet, dass alle Anweisungen und Informationen in einer klaren vertikalen Linie von oben nach unten oder umgekehrt verlaufen. Diese Struktur ist einfach zu verstehen und bietet klare Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Welche Vorteile hat eine Einlinienorganisation? Nun, einfache Struktur. Die Organisation ist leicht verständlich und gut strukturiert. Jeder weiß genau, wer für was zuständig ist. Also klare Verantwortlichkeiten. Da jede Person nur eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten hat, ist immer klar, wer die Entscheidung trifft und wer die Verantwortung trägt. Schnelle Entscheidungsfindung. Entscheidungen können oft schneller getroffen werden, da es keine Unklarheiten über Zuständigkeiten gibt. Welche Nachteile hat eine Einlinienorganisation? Bürokratie. Durch die strikte Hierarchie kann es vorkommen, dass Entscheidungen durch viele Ebenen müssen, was den Prozess verlangsamt und kompliziert. Geringe Flexibilität. Die starre Struktur macht es schwer, sich schnell an Veränderungen anzupassen, was besonders in dynamischen Märkten problematisch sein kann. Überlastung der Führungskräfte. Da alle Entscheidungen und Anweisungen über eine Linie gehen, können Führungskräfte schnell überfordert sein. Lange Kommunikationswege. Informationen müssen oft durch mehrere Ebenen geleitet werden, bevor sie ihr Ziel erreichen, was zu Missverständnissen und Verzögerungen führen kann. Motivationsprobleme bei Mitarbeitern. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenig Entscheidungsbefugnis haben, kann dies zu Frustration und Demotivation führen. Was sind die Risiken und Herausforderungen einer Einlinienorganisation? Auch wenn die Einlinienorganisation durch ihre klaren Strukturen Vorteile bietet, gibt es doch einige Risiken und Herausforderungen, die nicht übersehen werden sollten. Führungskräfte können schnell überlastet sein, da sie für alle Entscheidungen verantwortlich sind. Diese Überlastung führt oft zu Verzögerungen und ineffizienten Prozessen. Darüber hinaus kann es die starre Struktur schwierig machen, flexibel auf Veränderungen im Markt zu reagieren. Wenn Informationen durch mehrere Ebenen geleitet werden müssen, kann dies zu Missverständnissen, Informationsverlusten und Verzögerungen führen. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die stark hierarchische Struktur eine bürokratische Arbeitsweise fördern kann, was die Effizienz und Produktivität beeinträchtigt. Einlinienorganisationen, die gescheitert sind. Einige bekannte Unternehmen sind aufgrund dieser starren Strukturen und langsamen Entscheidungsprozesse gescheitert. Beispielsweise Kodak. Kodak war einst ein führendes Unternehmen in der Fotografiebranche. Aufgrund ihrer hierarchischen Struktur reagierte das Unternehmen zu langsam auf den Übergang zur digitalen Fotografie, was schließlich zur Insolvenz führte. Nokia. Nokia war lange Zeit Marktführer im Mobilfunksektor. Die langsamen Entscheidungsprozesse und die starre Struktur hinderten das Unternehmen jedoch daran, sich schnell genug an den aufkommenden Smartphone-Markt anzupassen. Und Blockbuster. Blockbuster war ein führender Anbieter von Videoverleih. Das Unternehmen reagierte zu langsam auf den Wandel hin zu Streamingdiensten wie Netflix und musste letztendlich die meisten seiner Filialen schließen. Die agile Organisation als Alternative.
In einer sich ständig verändernden Geschäftswelt, die von technologischen Fortschritten und neuen Marktanforderungen geprägt ist, hat sich die agile Organisation als besonders effektiv erwiesen. Im Gegensatz zur Einlinienorganisation sind agile Organisationen flexibel und anpassungsfähig. Sie legen großen Wert auf die Bedürfnisse der Kunden und arbeiten in kurzen, iterativen Zyklen, um Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern. Welche Vorteile hat die agile Organisationsform? Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Agile Organisationen können schnell auf Veränderungen reagieren und sich an neue Gegebenheiten anpassen. Dies ist entscheidend in einer Welt, die von schnellen technologischen Wandel und sich ständig verändernden Marktbedingungen geprägt ist. Kundenorientierung. Der Fokus auf den Kunden und die schnelle Lieferung von Wert schaffen eine starke Kundenbindung und verbessern die Marktposition. Selbstorganisierende Teams. In agilen Organisationen haben Teams die Autonomie, ihre Arbeit selbst zu organisieren und Entscheidungen zu treffen. Dies fördert die Motivation und Kreativität der Mitarbeiter. Kontinuierliche Verbesserung. Durch regelmäßige Feedbackrunden und Anpassungen der Arbeitsprozesse wird eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung gefördert. Welche Nachteile hat eine agile Organisation? Trotz der vielen Vorteile, die Agilität bietet, müssen Unternehmen die potenziellen Herausforderungen berücksichtigen und geeignete Strategien entwickeln, um diese zu bewältigen. Hoher Bedarf an kulturellem Wandel. Die Umstellung auf eine agile Organisation erfordert einen erheblichen Wandel in der Unternehmenskultur. Mitarbeiter und Führungskräfte müssen sich von traditionellen Hierarchien lösen und neue Arbeitsweisen und Denkansätze annehmen. Dies kann Widerstand hervorrufen und erfordert intensive Schulungen und kontinuierliche Unterstützung. Schwierigkeiten bei der Skalierbarkeit. In großen Unternehmen kann es eine Herausforderung sein, agile Prinzipien und Methoden flächendeckend umzusetzen. Die Koordination zwischen verschiedenen Teams und Abteilungen kann komplex werden, insbesondere wenn diese über verschiedene Standorte verteilt sind. Erfordernis starker Führung. Obwohl agile Organisationen flache Hierarchien und selbstorganisierende Teams fördern, benötigen sie jedoch starke Führungskräfte, die den Wandel unterstützen und eine agile Kultur fördern. Führungskräfte müssen als Coaches agieren und sind gefordert, Hindernisse für die Teams zu beseitigen. Gefahr von Überforderung der Teams. In einer agilen Organisation haben Teams viel Autonomie und sind selbst für ihre Organisation und Entscheidungsfindung verantwortlich. Dies kann in einigen Fällen zu Überforderung führen, besonders wenn klare Ziele und Prioritäten fehlen. Verlust der Übersicht. Durch die Selbstorganisation und die iterativen Arbeitsprozesse kann es schwieriger sein, den Überblick über den Fortschritt aller Teams zu behalten. Ohne geeignete Koordinierungsmechanismen können sich Teams möglicherweise in verschiedene Richtungen bewegen, was zu Ineffizienz führt. Welche Herausforderungen bringt die Umstellung auf eine agile Organisation mit sich? Der Wechsel von einer Einlinienorganisation zu einer agilen Struktur ist kein einfacher Prozess und erfordert einen umfassenden Kulturwandel. Dieser Wandel betrifft nicht nur die Arbeitsprozesse, sondern auch die Denkweisen der Mitarbeiter. Führungskräfte müssen eine Vorbildfunktion einnehmen und den Wandel aktiv unterstützen. Schritte zur erfolgreichen Transformation. Engagement der Führungsebene. Die Transformation muss von der obersten Führungsebene unterstützt und vorangetrieben werden.
Ohne das Engagement der Führungskräfte wird die Veränderung nur schwer umsetzbar sein. Kulturwandel. Eine agile Organisation erfordert eine Kultur des Vertrauens, der Offenheit und der Zusammenarbeit. Es ist wichtig, Initiativen zu fördern, die diese Kultur unterstützen. Schrittweise Einführung agiler Methoden. Die Einführung agiler Methoden sollte schrittweise erfolgen. Es ist ratsam, mit Pilotprojekten zu beginnen, um agile Praktiken zu testen und anzupassen. Aufbau selbstorganisierender Teams. Selbstorganisierende Teams sind das Herzstück der agilen Organisation. Es ist wichtig, diese Teams in ihrer Selbstorganisation zu unterstützen und ihnen das notwendige Vertrauen entgegenzubringen. Anpassung der Organisationsstrukturen. Die starre hierarchische Struktur muss in flexiblere und teamorientierte Strukturen umgewandelt werden. Dies fördert die schnelle Entscheidungsfindung und verbessert die Kommunikation. Transparente Kommunikation und Feedback. Offene und transparente Kommunikation ist entscheidend für eine agile Organisation. Regelmäßiges Feedback hilft den Teams, sich kontinuierlich zu verbessern. Kontinuierliches Lernen und Verbesserung. Eine agile Organisation ist eine lernende Organisation. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter regelmäßig geschult und weitergebildet werden, um die neuen Arbeitsweisen effektiv umzusetzen. Messung und Anpassung. Die Transformation sollte kontinuierlich gemessen und bewertet werden. Anhand von Metriken und Kennzahlen kann der Fortschritt verfolgt und die Strategie bei Bedarf angepasst werden. Erfolgreiche Beispiele agiler Transformation. Einige Unternehmen haben den Wandel zu einer agilen Organisation erfolgreich vollzogen und konnten dadurch ihre Innovationskraft und Flexibilität deutlich steigern. Spotify hat ein eigenes agiles Modell entwickelt, das auf Squads, Tribes, Chapters und Guilds basiert. Diese Struktur ermöglicht es, Spotify flexibel zu bleiben und schnell auf Veränderungen zu reagieren. ING Bank. Die niederländische Bank ING hat ihre gesamte Organisation auf ein agiles Modell umgestellt, was zu schnelleren Innovationszyklen und einer höheren Kundenzufriedenheit führte. Lego hat agile Methoden in der Produktentwicklung eingeführt, was zu einer drastischen Verbesserung der Innovationsrate und der Markteinführungszeit neuer Produkte führte. Microsoft. Unter der Führung von Satya Nadella hat Microsoft eine kulturelle und organisatorische Transformation durchlaufen, die agile Prinzipien integriert. Dies hat zu einer erhöhten Innovationsrate und einer stärkeren Marktstellung geführt. Zwischenmenschliche Gefahren einer agilen Organisation. Während agile Organisationen viele Vorteile bieten wie Flexibilität, schnelle Entscheidungsfindung und hohe Mitarbeiterzufriedenheit, sind sie nicht ohne Risiken. Besonders im zwischenmenschlichen Bereich können sich Herausforderungen ergeben, die den Erfolg von Umgestaltungsprozessen oder Projekten gefährden. Diese Gefahren entstehen oft durch unklare Kommunikation, ungelöste Konflikte oder individuelle Interessen, die nicht offen kommuniziert werden. Hier sind einige der wichtigsten zwischenmenschlichen Risiken. Blockbildung innerhalb des Unternehmens. In einer agilen Organisation arbeiten Teams oft sehr eigenständig und autonom. Wenn jedoch innerhalb dieser Teams oder zwischen verschiedenen Teams Blockbildungen entstehen, kann dies die Zusammenarbeit und den Informationsfluss erheblich behindern. Blockbildungen führen häufig dazu, dass sich Teams gegeneinander abschotten, was das Erreichen gemeinsamer Ziele erschwert.
Austragen von ungelösten Konflikten aus der Vergangenheit. Konflikte, die in der Vergangenheit nicht gelöst werden konnten, können in einer agilen Struktur wieder auftauchen und sich negativ auf die Zusammenarbeit auswirken. Diese ungelösten Konflikte können das Vertrauen innerhalb von Teams untergraben und die Fähigkeit zur offenen Kommunikation einschränken, was für eine agile Arbeitsweise unerlässlich ist. Konkurrenzdenken und Wettbewerb innerhalb der Organisation. In einer agilen Organisation sollte die Zusammenarbeit im Vordergrund stehen. Wenn jedoch ein starkes Konkurrenzdenken unter den Mitarbeitenden vorhanden ist, kann dies zu Misstrauen und einem Mangel an Zusammenarbeit führen. Konkurrenz kann dazu führen, dass Teams oder Einzelpersonen mehr daran interessiert sind, ihre eigene Position zu stärken, als gemeinsam an den Zielen der Organisation zu arbeiten. Gefühle wie Benachteiligung oder Ungerechtigkeit. Wenn in einer agilen Organisation bestimmte Teams oder Personen bevorzugt behandelt werden oder sich benachteiligt fühlen, kann dies zu Frustration und Unzufriedenheit führen. Solche Gefühle können die Motivation und das Engagement der Mitarbeitenden verringern und dazu führen, dass sie sich weniger aktiv in den Veränderungsprozessen einbringen. Präventionsmaßnahmen. Meiner Wahrnehmung nach liegen besondere Gefahren der agilen Organisation im zwischenmenschlichen Bereich. Denn nicht immer legen alle Beteiligten ihre Interessen und Bedürfnisse offen. Das hat Konsequenzen, die einen Umgestaltungsprozess oder Projekte scheitern lassen können. Darum ist es entscheidend, diese zwischenmenschlichen Gefahren frühzeitig zu erkennen und ihnen aktiv entgegenzuwirken. Hier sind einige Maßnahmen, um den Herausforderungen zu begegnen. Offene Kommunikation fördern. Eine Kultur der offenen und ehrlichen Kommunikation ist unerlässlich, um Missverständnisse und unausgesprochene Konflikte zu vermeiden. Regelmäßige Meetings und Feedbackrunden helfen, Probleme frühzeitig zu identifizieren und zu lösen. Konfliktmanagement. Es ist wichtig, Konflikte aktiv anzugehen und zu lösen, bevor sie eskalieren. Die Schulung von Führungskräften und Mitarbeitenden im Umgang mit Konflikten und das Angebot von Mediationsdiensten können dabei helfen, Konflikte konstruktiv zu bewältigen. Transparenz schaffen. Transparente Prozesse und Entscheidungen tragen dazu bei, das Vertrauen innerhalb der Organisation zu stärken und das Gefühl der Benachteiligung zu reduzieren. Alle Beteiligten sollten über die Entscheidungsprozesse informiert sein und die Möglichkeit haben, ihre Bedenken zu äußern. Teambildende Maßnahmen. Um Blockbildung entgegenzuwirken, sollten regelmäßig teambildende Maßnahmen durchgeführt werden, die die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt innerhalb und zwischen den Teams fördern. Gleichbehandlung sicherstellen. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass alle Teams und Mitarbeitenden fair und gleichberechtigt behandelt werden. Klare Kriterien für Entscheidungen und die Vermeidung von Bevorzugungen tragen dazu bei, das Gefühl der Gerechtigkeit in der Organisation zu stärken. Eine erfolgreiche, agile Transformation hängt nicht nur von der Einführung neuer Prozesse und Strukturen ab, sondern auch von der Pflege einer positiven und kooperativen Unternehmenskultur, in der alle Beteiligten an einen Strang ziehen. Indem diese zwischenmenschlichen Gefahren proaktiv angegangen werden, kann die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns
der Umstrukturierung oder von Projekten deutlich reduziert werden. Fazit: Die Transformation von einer Einlinienorganisation zu einer agilen Organisation ist eine komplexe Herausforderung, die jedoch enorme Vorteile mit sich bringen kann. Unternehmen, die diesen Wandel erfolgreich vollziehen, können ihre Flexibilität, Innovationskraft und Kundenzufriedenheit erheblich steigern. Der Prozess erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, das Engagement der Führungsebene und eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Zusammenarbeit. Wenn du Erfahrungen mit so einem Transformationsprozess hast, dann lass doch gerne einen Kommentar da. Mal ehrlich, wie viel Nerven hat es dich gekostet? Hat dir mein Beitrag gefallen? Dann lass doch ein Like da. Vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!